Hi Leute, hier ist Jen. Ich habe gerade den Kleinen in der Kita abgegeben und melde mich heute nochmal aus dem Auto heraus. Ich wollte euch nur kurz darüber informieren, dass in England wohl eine Studie gelaufen ist bezüglich Vitamin D. Und also Vitamin D ist dasselbe, also Vitamin D ist umgangssprachlich, aber was wir meinen ist Vitamin D3. Der Unterschied zwischen Vitamin D1, 2, 3 und 4 ist das Vitamin D3, dass das die natürliche Form ist, die unser Körper auch benötigt. Das heißt, alle Vitamin D-Präparate, wenn sie denn, also die gängigen, die wir aus der Apotheke kriegen, sind, also das ist Vitamin D3 oder auch Cholecalciferol heißt das. Ja. Und es ist, also in Deutschland sind die meisten, haben wir nun mal hier alle so eine, dadurch, dass wir halt nicht in Miami sind oder in Kalifornien, haben wir halt nun mal das Pech, dass nicht so viel Sonne da ist und daraus resultiert halt, dass wir also wirklich knapp sind, also dass der Körper ständig knapp ist an Vitamin D. Und Vitamin D soll anhand dieser Studie aber also dazu führen, dass unsere Atem und unsere Atemorgane, Schleimhäute, der Rachenraum und die Lungen, dass die besser gewappnet sind, was Atemwegserkrankungen angeht. Also diese Studie, die hat dazu, die kam halt irgendwie, also die Ergebnisse waren halt, dass du bis zu 12% weniger anfällig dafür bist und wenn du das bekommst, hast du mildere Verläufe. Und zwar hast du deswegen mildere Verläufe, weil also wenn du zum Beispiel jetzt eine Lunge, also sagen wir mal, du kriegst eine Bronchitis. So. Und egal ob das Bakterien oder Viren sind, die dann da in den Alveolen sind, hast du dann so eine Reaktion halt. Also die Reaktion des Körpers, dass die halt sofort mit Schleimproduktion oder auch Eiterproduktion und so weiter da, also hinterher dann auch Eiter oder so, darauf reagiert. Und diese Reaktion ist meist too much, also viel zu heftig, und kann halt dazu führen, dass man halt an den Säften halt zu wenig Sauerstoff bekommt und in dem Sinne ertrinkt. Also ist das ja schon fast ein Ertrinken. So. Es geht halt immer um diese Sauerstoffzufuhr, dass Sauerstoff rein ins Blut und CO2 raus aus dem Blut. Und wenn da halt diese Säfte in den kleinen Lungenbläschen sind, ist das halt gestört. So. Und eigentlich braucht der Körper jetzt das nicht so heftig zu machen. Aber es ist halt so eine Abwehrreaktion und die passiert halt da. Nur dieses Vitamin D sorgt wohl dafür, wenn der Körper genug Vitamin D hat, ist diese Reaktion halt nicht so super heftig. Das heißt, du hättest einen milderen Verlauf, was diese Bronchitis angeht. So. Das ist eine Studie und davon geht man erstmal, es ist wohl keine, es ist jetzt nicht irgendwie so eine also es ist so stand wohl im Medical Journal aus England und
kommt das auf jeden Fall ziemlich glaubhaft vor. Und Vitamin D ist auf jeden Fall jetzt nichts, was schädlich ist. Jeden Tag so eine kleine Tablette Vitamin D ist, glaube ich, generell empfohlen. Wird auch bei Kindern gemacht, gegen Rachitis und so weiter. Ich würde darauf achten, dass da kein Fluor mit drin ist, kein Fluorid mit drin ist, weil da ist man nicht ganz so sicher, ob das sich nicht im Körper anlagert und was das genau ist. Da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig genau, was es So, ja, ich bin jetzt zu Hause und ja, genau, wir waren bei Vitamin D. Und zwar, ja, Vitamin D, 12% Doppelblindstudie, das heißt, du hast eine Gruppe, die bekommt halt jeden Tag Vitamin D und eine andere Gruppe, die bekommt jeden Tag dieselbe Tablette, aber da ist kein Vitamin D drin, Placebo halt. Und ja, da wurde dann halt festgestellt, dass die Gruppe, die Vitamin D bekommen hat, ein 12% geringeres Risiko hat an Atemwegserkrankungen überhaupt, also Atemwegserkrankungen überhaupt zu bekommen. Oder wenn sie die bekommen hatten, dann waren die Verläufe von denen, die es bekommen hatten, in der Gruppe, die Vitamin D bekommt, geringer. Und ja, 12%, das klingt dann auf Papier erstmal nach nichts. Aber wenn man so die Raten jetzt nimmt von den ja, Todesfällen, die jetzt zum Beispiel Corona hatte, weltweit glaube ich 3800 und 12% von 1800 sind schon beachtliche 456 Menschen. Und weiß ich nicht, 456 Opas oder Omas. Mehr ist dann halt für so eine, ne? Also ist halt dann schon eine Menge, finde ich. Aber auch abgesehen von wegen Corona, nehmen wir mal auch die ganzen Influenza-Sachen und so. Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser zu gucken, dass man gesund bleibt und halt kein Virenmutterschiff wird und auf sich achtet, damit man halt den anderen gegenüber und auch den älteren Menschen gegenüber halt ein möglichst geringes Risiko bleibt. Und da finde ich, ist es sinnvoller, sich jeden Tag so eine kleine Vitamin D-Tablette reinzupfeifen, anstatt jetzt den Keller voller Nudeln zu horten oder den Medizinschrank voll zu machen mit irgendwelchen Mitteln aus der Pharmaindustrie. So. Also beim letzten Video hatte ich euch am Ende dann so gezeigt, was ich da an Medikamenten so ein bisschen nachgeordert hatte. Das sind Sachen, die habe ich generell immer zu Hause, gerade den Hustensaft für die Kinder und den Fiebersaft, den habe ich immer da und die waren gerade leer. Und dieses Gelomethol ist so ein pflanzliches Eukalyptusöl, was sich so auf die Schleimhäute setzt, wenn die im Darm aufgehen. Und das hilft mir zum Beispiel immer ganz gut, weil ich hatte früher Probleme mit der Stirnhöhle. Und wenn die erkältet war oder der Nasennebenhöhle und wenn die entzündet war, dann war das so das Einzige, was mir damals geholfen hatte. Ja. Und achso, diese Dobendan direkt Lutschtabletten finde ich ganz gut, weil die halt den Drachen auch befeuchten. Da wollte ich auch noch sagen, guckt vielleicht, dass ihr, wenn ihr, also das ist ein Tipp halt, ne? Wenn ihr in einen Raum geht voller Menschen und es beheizt ist und viele da sind, Husten und Schnupfen haben generell, guckt, dass ihr das feucht haltet. Das war ein Arzt aus Taiwan oder ich bin mir nicht ganz sicher, oder in den Philippinen oder so, irgendein Arzt in Asien hat wohl gesagt,
dass es ganz sinnvoll wäre, immer eine Wasserflasche zu haben und so alle 15 Minuten halt ein bisschen einen Schluck Wasser nachzutanken, damit der Rachenraum feucht ist. Weil wenn der Wasserhaushalt stimmt und es keine trockenen Stellen da sind, dann fällt es halt diesen Viren schwerer anzudocken und in den Körper zu gelangen. Das ist irgendwie ganz logisch. Und ja, ansonsten gibt es halt nicht so viel, was man machen kann. Hände waschen, gucken, dass die Hände sauber bleiben, dass die Viren nicht in Mund, Auge und Nase reinkommen und Abstand halten. Und ja, Rachen und Schleimhäute feucht halten, weil alles das, was, wenn es feucht ist, dann gelangt es halt in den Verdauungstrakt und da wird das durch die Magensäure zersetzt, also unschädlich gemacht. Ja, soweit dazu. Eine andere Sache ist, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Taiwan ist so der einzige Staat, der es geschafft hat, dieser Inselstaat, der es geschafft hat, diesen Virus auszurotten. Aber wenn die ganze Welt, weil es eine Pandemie ist, mit diesem Virus zu kämpfen hat, mit diesem neuen Virus zu kämpfen hat, und Taiwan ist so das einzige Land, was es nicht hat, dann finde ich, das ist das auch viel erschreckender als das so in diesem Rutsch das mit zu überstehen. Oder? Ich weiß nicht. Ich hatte letztens den Film gesehen, Unsere Erde 2. Und da ging es darum, da wurde dann halt gesagt, das ging dann halt um Herdentiere, um so Zebras und so und generell um Herdentiere. Und dann kam so der Spruch, so ein Spruch wurde da gesagt, wenn du schnell sein willst, dann geh alleine und wenn du weit kommen willst, dann geh zusammen. Und ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Und ich glaube auch, dass das Corona, wir haben jetzt den ersten Todesfall, glaube ich, hier in Essen. Und ich glaube, dass das schlimm ist. Ich glaube, dass das auch schlimm sein kann. Oder dass viele Menschen sich anstecken werden. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da jetzt durch. Und natürlich haben wir ein super Gesundheitssystem. Jetzt verglichen mit ganz vielen anderen Ländern und so ist das ein tolles Gesundheitssystem. Nur natürlich, ne, wenn du viele Kranke hast und so, dann sind halt, dann sind die Praxen halt überlastet. Und das ist hier so und das ist überall auf der Welt so. Und ja, runtergebrochen, ganz runtergebrochen auf die einfachsten Sachen, wenn du eine Lungenentzündung hast, dann passiert halt das, was ich vorher im Video halt schon erklärt habe. Die Lunge haut dann halt ihren Saft da raus und so weiter. Und dadurch, dass du halt dadurch, dass du halt die Sauerstoffprobleme bekommst, weil das dann halt nicht mehr funktioniert, bekommst du halt Probleme in vielen Organen. Niere, Leber, alles, Gehirn, alles. Und das, gesetzt den Fall, es kommt dazu und man kommt ins Krankenhaus und man kommt auf die Intensivstation, wird es nichts anderes geben als Flüssigkeit, intravenös, Antibiotika und im Endeffekt war es das, glaube ich, Flüssigkeit und Antibiotika. So. Und hoffen, dass es besser wird. Ich glaube, das ist es. Also, das ist das, was so gemacht werden kann. Wir wollen gucken, dass realistisch ist, dass es Todesfälle gibt, dass es auch ganz viele, also diese Zahlen, die da sind diejenigen, die dann halt auch getestet werden, sind halt diejenigen, die halt krank werden und bei denen halt das sichtbar ist und die dann halt, also sagen wir mal 1%,
Wobei ich jetzt nicht verstehen kann, dass man jetzt keinen Mundschutz tragen soll. Weil mag ja sein, dass es nichts bringt, diesen Mundschutz zu tragen. Aber wenn du halt eine Inkubationszeit von 2 Wochen hast, verstehe ich nicht, was da dagegen einzuwenden wäre, ne? Mundschutze zu tragen. Weil man selber weiß ja nicht, ob man jetzt der Überträger ist oder nicht. Und ich finde, Mundschutz zu tragen ist schon sinnvoll. Also gerade in so einer Grippezeit sieht auch, ja, auch wenn es jetzt noch fremd sein mag, also ich halte es für sinnvoll, dass nicht nur im Krankenhaus Mundschutze getragen werden, sondern auch also generell. Sonst, also es überträgt sich halt nicht. Insofern, es kommt ja nicht nur darauf an, dass man es selbst nicht bekommt, sondern auch, dass man es nicht weitergibt. Und daher finde ich so einen Mundschutz für die Bevölkerung halt ziemlich sinnvoll. Was natürlich dann nicht so toll ist, wenn es im Krankenhaus halt an so einem Material fehlt. Ich habe auch im Fernsehen gehört, da hat der NRW-Gesundheitsminister Lauermann hat sich geärgert, dass die FFP3-Masken damals nach China verkauft worden sind. So. Deutschland hat die zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht gebraucht. Und ich glaube, dass es gut ist, dass Deutschland die verkauft hat, wenn China danach fragt. Also finde ich schon, dass das okay war. Und jetzt mal zu meiner persönlichen Situation. Ich hatte ja jetzt die ganze Zeit Fieber oder erhöhte Temperatur, weil die Körpertemperatur halt hochgeht, mit dem Infekt, der da ist, den mein Sohn aus dem Kindergarten mitgebracht hat oder so, dagegen anzukämpfen. Und deswegen fährt der Körper die Körpertemperatur hoch. Und damit also bei jedem Grad mehr hast du halt eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, alle Prozesse im Körper laufen schneller ab. Und damit diese Körper, also das Fieber hilft quasi dem Körper, gegen die Viren und gegen die Eindringlinge und Infekte und sowas zu arbeiten. Deswegen fährt mein Körper die generelle Temperatur hoch. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt aber nicht hier, sondern in China, und es gab ja auch so ein paar komische, gruselige Politiker, die das verlangt hatten, dass jetzt überall irgendwelche Leute Fieber messen sollen. Wenn ich in China wäre und da wo auch Grippesaison ist und ich hätte da Fieber gehabt, dann wäre ich von den Leuten, die mich getestet hätten, in ein Krankenhaus, also rausgenommen worden aus meinem sozialen Dasein und wäre ins Krankenhaus verfrachtet worden, wo mein Immunsystem doch eh schon zu kämpfen hat und vielleicht auch gerade dabei ist, also diese Infekte, die ich habe, gerade zu bewältigen, wäre ich dann mit Tausenden von Leuten in ein baufälliges Krankenhaus oder was auch nicht was gesteckt worden und wäre dann da eingepfercht mit Tausenden von Leuten, die entweder eine Bronchitis, einen anderen Infekt oder Corona hätten. So. Und ich glaube nicht, dass das wünschenswert ist für irgendjemanden. Insofern habe ich auf jeden Fall großes Vertrauen in den Gesundheitsminister und dem Gesundheitssystem generell. Trotzdem würde ich den eigenen Kopf einschalten und wenn alles in Panik ist, gucken, dass mein Immunsystem halt geboostet wird mit Vitamin C, ganz eine gute Ernährung, Vitamin C, Vitamin D, und Hände waschen. Was anderes bleibt da halt nicht übrig. Und das sind ganz einfache Sachen. So ja, hier, ich zeige euch nochmal das, was ich nehme. Das sind diese Vitamintabletten, das sind 200 Stück. Jeden Tag eine. Und ist, glaube ich, ganz sinnvoll.
ich euch gesagt. Ja, ansonsten auf diesem Wege nochmal an alle Mädels, ich vermisse euch alle sehr. Und auch die anderen, nämlich an Marabonna und Nunzio und Erik und Emme und alle anderen. Ich vermisse euch echt. Aber ich werde solange ich halt nicht hundertprozentig weiß, dass ich super gesund bin, das kann ich nicht, werde ich jetzt nicht vorbeischauen. Einfach, ja, irgendwie, also mir geht es, am Anfang ist mir das ziemlich schwer gefallen, weil es halt ätzend, wenn man gewohnt ist, rauszugehen und dann auf einmal nicht rausgeht, dann fällt einem an die Decke auf den Kopf oder so. Aber ich habe mich zugedeckt mit guter Lektüre. Und ich zeige euch das mal kurz, was ich im Moment hier so mache. Und so Lego-Sachen, die Lego-Kiste, die sich über, ja, der älteste Sohn ist jetzt 10, die sich da so angesammelt haben, die werden sortiert und solche Sachen, die man halt macht, wenn man, ja, die man schon ewig mal machen wollte, aber wo man noch nie zugekommen ist, die macht man halt jetzt. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle Woche. Bitte bleibt fit und gesund, achtet auf euch und so eine Zitrone ab und zu kann nicht schaden. Hände waschen, nicht vergessen, das ist wichtig. Ansonsten, wir werden es schon irgendwie packen und ich bin heilfroh, hier in Essen, in NRW zu sein und ja, wer auch, also ich fühle mich hier sicher und wohl, ist mein Zuhause und ja, ich würde mich nirgendwo auf der Welt wohler fühlen, weder in Korea noch sonst wo. Also eine andere Geschichte, können wir mal, vielleicht kann ich da nächstes Mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja, insofern bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.